Wow. Naja, bei deinem Anblick, da blühen ja schon im Benzin die Rosen. Du bist ja ein richtiger Poet. Das letzte große Abenteuer, klingt das nicht ein bisschen pathetisch? Nein. Ich finde diese Stelle finde ich wunderschön. Entschuldigung. Ja, vielleicht sollte ich die Stelle noch mal überarbeiten. Ja. Und ich sollte wohl jetzt besser gehen. Im Prinzip ist ja auch alles geklärt. Na, was habt ihr besprochen? Wie soll die Hochzeit ablaufen? Hat mein Vater auf Brautjungfern in rosa Tüllkleidchen bestanden? Oder auf einem Hochamt in Latein? Ja, dann wünsche ich noch guten Appetit. Was hat sie denn? Ist sie jetzt beleidigt? Keine Ahnung. Kommt, ihr habt sie schon provoziert. Die haben sie doch nicht provoziert. Ja, na klar habt ihr ein bisschen auf den Busch geklopft. Hm? Ist das verboten? Nein. Das müssen wir aber noch mal üben. Hm? Das ist alles eine Frage der Technik. Das muss mehr aus dem Handgelenk kommen. Und wie war's? Hast du gestern auch deiner neuen Freundin den Benzinkanister vorbeigebracht? Klar. Bist du deshalb erst zu Dritten gekommen? Wollte sie dich gar nicht mehr gehen lassen? Haha. Sie hat dich gar nicht reingelassen, stimmt's? Nee. Hat sie sich überhaupt irgendwie an dich erinnert? Nicht wirklich, ne. Ja, ich habe dich ja gewarnt. Aber vielleicht lernst du ja draußen. Was? Dich nicht mehr in Frauen zu verlieben, die ganz locker deine Mutter sein können. Wieso? Das ist doch cool. Die einen Korb nach dem anderen abzuholen? Das findest du cool? Pass mal auf. Hier geht's nicht mehr um Körbe. Ich hab ein Date. Na klar, Paul. Kein Scheiß, Mann. Ich sehe sie wieder heute Nachmittag. Ist das geil oder ist das geil? Störe ich? Carla. Nein, überhaupt nicht. Was kann ich für dich tun? Wer von euch konnte sich denn nun mit seinen Vorstellungen für die Hochzeit durchsetzen? Elisabeth oder du? Diese Frage kann ich mit einem ganz eindeutigen sowohl als auch beantworten. Dann verrat mir bitte, auf welche Musik ihr euch geeinigt habt, ja? Tut mir leid, aber die Verhandlungspartner haben in allen Punkten strengstes Stillschweigen vereinbart. Bitte. Also gut. Also was die Musik betrifft. Ich habe da vor einiger Zeit eine Tanzkombo gesehen, die Schlager aus den 50er und 60er Jahren spielt. Das ist nicht dein Ernst. Doch, das sind ganz exzellente Musiker. Oh, du traust mir das nicht wirklich zu. Nein. Also gut, dann musst du dich überraschen lassen. Vertrau deinem Vater. Es wird ein wunderbares Fest, Carla. Das weiß ich. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Besonders nach deinen anfänglichen Problemen. Du weißt schon. Carla, ich habe nie gesagt, dass ich nicht akzeptiere, dass du Frauen liebst. Und deshalb finde ich es jetzt umso schöner, dass du dich sogar an den Hochzeitsvorbereitungen beteiligst. Ich möchte, dass meine Tochter glücklich wird, nicht mehr und nicht weniger. Das möchte Susannes Vater auch. Aber er
Er schafft es einfach nicht, über seinen Schatten zu springen. In diesem Punkt ist Elisabeth etwas fortschrittlicher. Ich finde es übrigens toll, dass ihr euch so gut versteht. Das tut ihr doch noch. Ja, ja. Es klappt alles wunderbar. Ist alles in Ordnung? Ja, alles prima. Beruflich und privat? Bitte? Elisabeth und du, ihr seid ein richtig starkes Team. Ich bin stolz auf dich. Du glaubst im Ernst, du kannst mit der Schlacht von Worringen und dem jülich-klevischen Erbfolgestreit Punkte machen? Keine Ahnung, ich erzähle einfach ein bisschen über Düsseldorf. Immerhin ist sie neu in der Stadt. Dann zeig ihr die Altstadt und ein paar coole Clubs. Und nerv sie nicht mit Anekdoten aus dem Siebenjährigen Krieg. Mein Lieber, das eine tun und das andere nicht lassen. Das ist mein Erfolgsrezept. Wenn sie erfährt, dass du 17 bist, dann ist die Sache sowieso gelaufen. Wenn sie es erfährt. Ich meine, wie sehe ich aus? Beunruhigend. Komm schon, wie 20 mindestens. Stimmt, wie 20 Jahre Gummizelle. Ich sag ja einfach, dass ich studiere. Und was? Keine Ahnung, irgendwas. Ja, der klingt überzeugend. Leihst du mir eins von deinen Sakkos? Die kommen immer gut. Was ist denn, wenn sie dich fragt, was du so machst? Keine Ahnung, so weit lasse ich es ja gar nicht kommen. Ich schlepp sie irgendwo hin, wo die Musik eh so laut ist, dass man sein eigenes Wort gar nicht versteht. Klingt nach einem originellen Date. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Der Schwung muss mehr aus dem Handgelenk kommen, das hat er gesagt. Ich hätte fast einen Lachkrampf gekriegt. Ich kann nicht mehr. Wobei, ich könnte das nicht. Einfach so tun, als wäre nichts gewesen und dann meinem Traummann den 5-Uhr-Tee servieren. Leonhard ist kein Thema mehr. Jedenfalls nicht als Mann. Auf einmal? Seine Liebe gehört seiner verstorbenen Frau. Und das wird immer so bleiben. Das ist okay für dich? Natürlich wäre es mir anders lieber. Aber wenn wir gute Freunde werden, ist das auch sehr schön. Das hat noch nie funktioniert. Hoffen ist doch nicht verboten. Als ich in den Ententeich gefallen bin und er mir sein Hemd geliehen hat, da war was zwischen uns. Ich kann es nicht beschreiben, aber es war sehr intensiv. Und dass er mir von seiner Tablettensucht erzählt hat und ich von der Suche nach meiner Mutter, das hat doch auch was zu bedeuten. Oder etwa nicht? Hallo Elisabeth. Hallo Charlie. Ich bin gekommen, um mich bei dir zu entschuldigen. Was ich über Johannes und dich gesagt habe, das tut mir leid. Ich habe mich benommen wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Naja, vielleicht hätte ich es ja auch nicht gerade dir erzählen sollen. Ich meine, du hattest auch mal Gefühle für ihn. Ja, aber das ist schon eine Weile her. Und du bist meine Freundin, Elisabeth. Einer Freundin muss man alles erzählen dürfen. Möchtest du einen Tee? Mhm. Auf jeden Fall bin ich froh, dass du dich gegen Johannes und für Arno entschieden hast. Ich meine, es ist ja noch nichts passiert. Und von mir erfährt niemand etwas, da kannst du dich auf mich verlassen. Es wäre aber beinahe was passiert, Charlie. Um mein Haar hätte ich Johannes geküsst. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht mehr. Ich weiß nicht. Dein Schokodonut? Danke. Na, dann hau mal rein. Am Outfit liegt's diesmal jedenfalls nicht, wenn sie dich abblitzen lässt. Sieht doch gut aus, oder? Yeah, voll der Playboy. Und wie erklärst du ihr, dass du kein Auto hast? Tut mir leid, Kleines. Meine Corvette ist gerade beim Checker. Mist, meine Mutter.
Wenn sie fragt, wo ich bin, ich übe gerade mit einem Kumpel für die Bioklausur. Welche Bioklausur? Die Bioklausur, Mann. Ach, die! Na klar, dann lernen wir schön, ne? Hier Fortpflanzung und so. Das Sakko kenne ich gar nicht. Das muss er sich von Konstantin geliehen haben. Ja, warum wohl? Du meinst ein Mädchen? Na klar. Ich würde es ihm gönnen. Vor allem, wenn sie deutlich jünger wäre als du. Oh, danke. Wie charmant. Du weißt, wie ich das meine. Er soll endlich ein Mädchen in seinem Alter kennenlernen. Nicht so eine alte Tante wie mich. Schon klar. Diese alte Tante will ich bald heiraten. Schon vergessen. Ja, Wir waren verabredet. Ich bin der Benzinkanister, also... Stimmt. Moment. Sag mal, kapierst du das eigentlich? Ruf mich einfach nicht mehr an. Ich will nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr, ja? Tschüss. Soll ich lieber ein andermal wiederkommen? Auf keinen Fall. Du kannst ja schließlich nichts dafür. Außerdem will ich jetzt unbedingt diesen internationalen Buchladen kennenlernen. Kannst du in einer Stunde wiederkommen? Und dein Vater hat wirklich nicht erzählt, was er mit Elisabeth besprochen hat wegen unserer Hochzeit? Kein Wort. Dieser alte Geheimniskrämer, sowas hat ihm schon immer Spaß gemacht. Ja, Gregor? Da ist jemand für dich am Telefon. Wegen der Getränkebestellung. Ja, das dauert nicht lang. Hallo? Ist das eigentlich alles nur aufgesetzt oder hat er das mit der geplatzten Hochzeit wirklich so gut weggesteckt? Also ich glaube, er macht komplett dicht, um sich dem Schmerz nicht stellen zu müssen. Ja. Man frisst alles in sich rein, bis nichts mehr geht. Er lenkt sich zwanghaft ab. Bei den Vorbereitungen zur Eröffnungsparty, da war er gar nicht mehr zu bremsen. Was weiß ich? Gesund ist das jedenfalls nicht. Warum setzt du dich nicht rüber? Dann musst du nicht so weit gucken. Ich kann mich doch nicht aufdrängen. Aber warum? Ihr habt euch doch so gut verstanden. Da waren wir alleine. Die anderen kenne ich doch kaum. Besonders seine Schwester. Du hast doch gesehen, wie sie mich an der Eröffnungsparty behandelt hat. Total von oben herab. Nein, nein, ich muss nur noch die Briefe ausdrucken und abschicken. Dann bin ich eigentlich fertig. Wie lange brauchst du noch? Halbe Stunde höchstens. Soll ich dich abholen? Ach ja, gerne. Wobei, das musst du nicht. In 30 Minuten bin ich da. Danke, du bist ein Schatz. Bis gleich. Tschüss. Seit wann nimmst du die Geschäftspost mit nach Hause? Da habe ich mehr Ruhe. Und mehr Briefmarken. Mehr Briefmarken. Ja. Ich glaube, wir müssen noch mal reden über das, was heute Mittag auf dem Schloss passiert ist. Danke, dass du gekommen bist. Kein Problem. Sorry, ging nicht eher. Wie gesagt, überhaupt kein Problem. Hast du immer Blumen dabei? Ach, nur eine kleine Aufmerksamkeit. Du hast ja ein bisschen Stress. Wegen des Telefonats. Ach, vergiss es. Süß. Danke. Das Problem ist nur, der Buchladen hat jetzt wohl geschlossen. Schade.
Darauf hatte ich mich so gefreut. Ja, aber wir können höchstens noch irgendwo was trinken gehen. Ich kenne einen coolen Club in der Altstadt. Dance, Trance, House. Ich meine, stehst du auf sowas? Moment eher nicht. Okay, dann wohl lieber ein andermal. Wieso? Wir können bei mir was trinken. Klar. Kein Problem. Musikmäßig bin ich allerdings nicht so gut sortiert. Egal. Die meisten Clubs sind eh so laut, dass man sein eigenes Wort kaum versteht. Stimmt. Also wenn du einen gekühlten Chablis zu schätzen weißt, bitte sehr. Nach Ihnen, Monsieur. Na? Warum seid ihr nicht rübergekommen? Jana hat so interessant von ihrer Arbeit im Krankenhaus erzählt, da sind wir gar nicht auf die Idee gekommen. Wir machen uns etwas Sorgen um Gregor, wie er mit der Trennung von Max umgeht. Ist doch nicht mehr ganz normal, oder? Er sollte mal wieder was Schönes unternehmen. Zum Beispiel am Rhein. Also ich kann mich immer am besten beim Sport abreagieren. Inlineskaten an der Rheinpromenade. Ist doch perfekt. Das ist eine gute Idee. Wirklich gut. Kommt ihr mit? Morgen früh? Ich habe Frühdienst. Und Sie? Ja, gerne. Deine Rede über die Liebe, die war so ergreifend. Wie du dieses Gefühl beschrieben hast, das hat so viel erzählt über dich. Und ich wusste nicht, wie mir war, wo ich war. Für mich war das irgendwie wie im Traum. Feierabend. Bin ich zu früh? Wir brauchen noch einen Moment. Ja. Kein Problem. Ich liebe Arno, er ist mein Mann und wir sind miteinander glücklich. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Gott, wie peinlich. Um mein Haar hätte ich dich. Niemand wird jemals davon erfahren. Wir vergessen einfach, was passiert ist. Fast passiert ist. Ich denke, das ist für alle Beteiligten das Beste. Ja, ganz bestimmt. Danke. Und im 13. Jahrhundert bekam Düsseldorf dann die Stadtrechte. Das war nach der blutigen Schlacht von Worring. Du weißt echt Bescheid. Damals wurde der Erzbischof von Köln entscheidend geschlagen. Und zwar durch den Grafen von Berg. Und was geht heute so ab? Wie jetzt? Naja, wohin geht man? Wen muss man kennen? Was läuft so in der Szene? Zuallererst solltest du natürlich die Altstadt kennenlernen. Habe ich schon von gehört. Dann aber nicht mit solchen Stöckelschuhen. Sei denn, du hast so viel Geld und einen guten Schuster. Also lade ich dich mal barfuß in ein uriges Altstadtbrauhaus auf den Kölsch ein. Wenn du in Düsseldorf einen Kölsch bestellst, dann werden dir automatisch die Bürgerrechte entzogen. Wie? Ja, das Gleiche passiert dir natürlich auch, wenn du als Kölner in Köln ein Alt bestellst. Was schmeckt denn besser? Alt oder Kölsch? Du weißt nicht, wie Kölsch gemacht wird. Keine Ahnung. Das wird schwangeren Wildschwein in den Wäldern der Eifel bei Vollmond im Galopp aus dem Fell gerieben. Naja, ich musste das auch erst alles lernen, als ich von Buenos Aires nach Düsseldorf kam. Du hast in Argentinien gelebt? Meine Mutter hat da gearbeitet. Wie aufregend. Sorry. Ja. Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nicht mehr anrufen. Moment. Tut mir leid. Machen wir das morgen mit dem Buchladen? Klar, ich rufe dich an. Und, passt das? Ich glaube schon. Na dann, viel Spaß. Danke. Und auch für die Inline-Skates. Ja, bitte. Guten Morgen. Oh, morgen. Und wie gedenkst du deinen freien Tag zu verbringen? Etwa auf diesen Höllenmaschinen? Das sind Inline-Skates. Und ich will damit am Rhein entlang fahren. Allein. Mit Jana Brandner.
Ja, schön, dass du dir jetzt auch außerhalb von Königsbrunn Freunde suchst. Reißt zum Müller bitte die Küchentücher. Und du bist sicher, dass du damit in die Öffentlichkeit willst? Ich pass schon auf. Versprich mir das. Ja. Viel Spaß. Und dann hatte sie den Typen schon wieder am Telefon. Du bist zu früh. Nette Begrüßung. Seit wann hast du so eilig zur Schule zu kommen? Seitdem er zum ersten Mal seine Hausaufgaben für die erste Stunde hat. Können wir? Ja. Mathebuch vergessen. Wie? Ihr Ex hat zweimal angerufen? Mann, das ist kein gutes Zeichen. Ja gut, aber sie hat ihn beim ersten Mal schon so abgebügelt. Also ich hätte das Telefon nicht nochmal angefasst. Mann, sie ist so witzig, süß. Wir haben so viel gelacht. Nur gelacht? Also bevor er das zweite Mal angerufen hat, hatte ich sie fast soweit. Warum bist du da nicht geblieben und hast sie getröstet? Ja, da hättest du bestimmt was reißen können. Ja, aber ich wollte nicht so die schnelle Nummer. Ich möchte was Richtiges. So eine echte Beziehung. Mit allem drum und dran. Wir können. Paul? Sarah Hoffmann? Das Dienstmädchen? Ja. Warum denn nicht gleich mal Frau Kepler? Wieso denn nicht? Es war Ihre Idee. Ich dachte nur, ihr zwei, Gregor und ich. Was wäre denn so schlimm da dran? Sie scheint doch ganz nett zu sein, oder? Ja, absolut. Sie ist eine Angestellte. Das bin ich auch. Wenn Sarah nicht zufällig Dienstmädchen hier auf Königsbrunn wäre, dann Das ist sie aber. Carla, das ist jetzt nicht dein Ernst. Haltet mich für hoffnungslos altmodisch? Ich möchte nicht, dass sie an unserem Ausflug teilnimmt. Boston war cool, kein Ding. Aber auf die Dauer nix für mich. Wieso? Zu viele Cheeseburger und zu wenig Sauerkraut? Seit wann interessierst du dich für Französisch? Voulez-vous coucher avec moi? Nee. Ce soir? Nee. Oui, oui. Nee. Sag mal, hast du deine Tabletten nicht genommen? Bei ihr im Bücherregal, da stehen lauter französische Bücher. Ey, die neue Lehrerin kommt. Oh, oh. Was ist? Bonjour, Monsieur, Dame.